Wenn du auch einen Mirabellenbaum im Garten hast und weißt nicht, was du damit machen sollst, Marmelade ist sehr lecker. Unglaublich gut mit Haferbrei zum Frühstück, auch gut als Aufstrich auf dem Brot. Also ich bin total verliebt. Ich wusste nicht, dass es diese gibt und wir haben zufällig einen Baum im Garten. Genau, meine Mirabellen, das ist 1 Kilo Charge, was ich jetzt mache und das reicht für den Zweck jetzt. Und im Baum ist noch ganz viele für dieses Jahr, also da kommt eine Riesenernte dieses Jahr wieder. Servus, willkommen zurück zu meinem Kanal. Oder willkommen, wenn du mich jetzt erst gefunden hast. Heute mache ich etwas Marmelade. Und zwar Mirabellenmarmelade von Beeren für letztes Jahr. Die habe ich eingefroren gehabt. Die sind noch prima zu verwerten. Und dann mache ich noch eine englische Video. So ist auch irgendwo hier. Ich mache auch Stachelbeermarmelade. Das ist neu für mich. Ich habe es noch nie gemacht. Ich habe ein Rezept gefunden, der klingt super lecker. Ich hoffe, es macht was zuzuschauen. Vielleicht gibt es ja hier einen Tipp oder andere. Also, los geht's. Was sagt man auf Deutsch? Let's get cooking. Hilfe! Ciao. Eins auf eins. Anleitung sagt 80 Milliliter, wir machen immer 60 bis 70. Beziehungsweise für die, die das gerne nicht so sauer mögen, 50 Milliliter ist genug. Und ich würde sagen, am wichtigsten ist, dass man beim Entkernen wirklich schaut, dass man die alle Kerne rauskriegt, weil wenn man die harten Kerne püriert, dann hat man so Splitter da drin und da muss man alles durchsieben und das ist sehr langwierig. Außer man hat eine flotte Lotte. Ich habe das jetzt erst besorgt nach der letzten Saison, also ich weiß nicht, ob das damit dann gut klappen würde, aber ich mag das Haut schon in meiner Marmelade drin von den Mirabellen, also von daher möchte die nicht sieben müssen. Also jetzt köchelt's, aufkochen lassen, dann tun wir pürieren und dann auffüllen. Und derzeit habe ich immer Wasser gekocht und die Büchsen da schon reingetan. Das ist nicht unbedingt notwendig, auch wenn die Marmelade so zügiger dann verbraucht wird. Aber ich tue es eigentlich immer, weil wir das immer so gemacht haben. Cool, fertig. Jetzt haben wir jede Menge Büchsen Mirabellenmarmelade und Stachelbeermarmelade. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr könnt eure Beute, Ernte auch jetzt gut weiterverarbeiten, dass es etwas Leckeres gibt, auch später im Jahr. Im Winter ist es auch super zu kochen, weil dann ist es nicht so heiß wie jetzt. Also lohnt es sich, die aufzuhängen, die Arbeit zu machen, die zu entkernen und dann einfrieren und dann im Winter irgendwann, wenn es wirklich kalt ist, dann einfach Herd einschalten und was Schönes kochen. Genau. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Drückt mal den Daumen hoch, wenn es so war und folgt meinem Kanal für mehr Inspiration, Sachen selber zu machen.
Cool. Bis nächstes Mal. Ciao.